Hallo zusammen, ich bin der Markus Reis. Herzlich willkommen an der Mosel in meinem kleinen Familienbetrieb, der Zeltinger Hof. Ich habe was für euch vorbereitet, kommt mal mit rein. Und zwar kochen wir heute ein Kräbes. Und als Pfiff mache ich so ein bisschen Kürbis dazu und kleines Gemüse, eine leckere Soße. Ich zeige euch den Soßenansatz und jetzt geht es auch gleich schon los mit dem Filetieren vom Zander. Schaut euch das mal an, der sieht ja auch klasse aus. Super frisch, ja. Man riecht natürlich auch immer am Fisch und schaut dann hier rein. Die Kiemen haben wir jetzt schon rausgenommen. Daran erkennt man auch immer eine tolle Produktqualität, wenn die Kiemen feuerrot sind. Hier haben wir sie schon raus, aber man sieht hier an dieser Struktur, dass sie wirklich sehr, sehr frisch sind. Und man geht auch mal hier ins Innere rein, riecht einmal drin. Und wenn du nichts riechst, dann ist das eine Top-Qualität. Dann hast du einen tollen Fang gemacht mit deinem Zander. Und jetzt geht es natürlich weiter mit unserem Fischfond, denn zu einem guten Fischfond gehört auch ein tolles Mirepoix dazu, also ein Gemüse, was wir jetzt vorbereiten. Zack, in den Topf. Dann haben wir uns hier schon mal so ein klein bisschen was vorbereitet noch. Lauch, geschnittenen Lauch, gewaschen alles vorher, Sellerie und Möhren, das geben wir jetzt dazu als Einlage in den Fischfond. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich eine Flüssigkeit, dann nehmen wir Wasser und wir nehmen dann immer noch einen guten Wein dazu. Toll ist natürlich ein Riesling zu nehmen, gerade beim Fischfond nimmt man einen frischen Riesling. Wir haben jetzt hier Riesling draufstehen, warum das so ist, das seht ihr ja. Das gleiche Prinzip könnt ihr zu Hause auch machen, wenn ihr jetzt ein Geflügelfond kocht. Nehmt da euer Hähnchenkarkasse, also euer Hähnchenknochen, könnt ihr es ganz genauso machen. Dann lasst ihr im Prinzip nur den Nolibra und den Anis-Schnaps raus, den Pernod, und macht dafür einen Schuss mehr Weißwein dazu. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Könnt ihr da einen schönen Sud mitkochen, wonach ihr nachher die Soße auch zubereiten könnt. Ich mache noch einen Schuss mehr Wein rein. Ja, einfach immer wieder Riesling, lecker. Also es kann fast nie genug Riesling drin sein in so einer Soße. Nachher schmecken wir das nochmal ab, wenn wir mit Sahne arbeiten und das einreduziert haben und merken dann, die Säure fehlt uns noch ein bisschen. Apropos Säure, Zitrone kommt noch dazu. Zitrone, dann haben wir hier auch noch so ein klein bisschen Kräuter. Wir kochen jetzt unseren Kräbes. Der Kräbes ist ein moseltypisches Gericht, das aus Sauerkraut, aus Zwiebelchen, aus Kartoffeln besteht. Dann macht man je nachdem noch einen Schuss Weißwein dazu. Wer eine nimmt Milch, um das abzuschmecken. Muskatnuss, Lorbeer, Wacholderbeere, Sauerkraut oder wir sagen ein Weinkraut dazu. Und dieses Gericht, dieser Kräbes, wenn das dann alles nachher zusammengemischt ist in einem Topf, dann hat man das so, wie das früher mal war, nämlich man hat diesen Kräbes mit in den Weinberg genommen. Und im Weinberg selbst
konnte man dann mittags aus Tüchern und mit Zeitung umwickelt einen Topf rausnehmen und hat dann entsprechend ein wunderschönes Produkt gehabt, was durchgezogen ist, ein wunderschönes Essen, Stampes, Teertisch, gibt so viele Namen dafür. Wir haben den natürlich jetzt hergenommen und machen das auch mal mit Fisch. Und da kommt für uns noch eine kleine Verfeinerung dazu. Ich nehme nämlich noch einen Kürbis mit dabei. Das ist jetzt noch Hokkaido. So, als nächstes, wichtig, die Kartoffel. Es geht weiter mit unserem Sauerkraut. So, dann haben wir jetzt schon mal alles so ein bisschen vorbereitet. Jetzt können wir uns auch so ein ganz klein bisschen mal an die Feinheiten rangeben, denn wir wollen ja auch so, dass der Teller auch so ein bisschen schön aussieht. Wir wollen jetzt keine Punkte und Striche auf dem Teller, das wollen wir nicht. Es soll schon bodenständig sein, aber Spaß machen. Jetzt habe ich euch hier 2 Knollen mitgebracht. Schaut euch die mal an. So, damit wir das auch wirklich schön hauchdünn hinbekommen, nehme ich hier eine von unseren alten Aufschnittmaschinen. So, wir passieren jetzt den Fischfond ab. Das machen wir jetzt ganz einfach. Zack, zack. Jetzt haben wir noch ein klein bisschen Zeit, solange wir hier unser Fischfond reduziert. Die Kartoffeln sind noch nicht ganz gar. Es sind noch ein paar Minütchen. Unser Sauerkraut ist fertig. Wir haben ein bisschen Kräuter vorbereitet. Oh, jetzt habe ich gerade noch eine gute Idee. Was wir noch zum Zander, was gut zum Zander passt und auch gut zum Kreves passt. Kommt mal mit, ich zeige euch was. Wir kommen jetzt zur Zubereitung des Kreves. Dafür nehmen wir jetzt unsere Kartoffeln, die sind jetzt gar. Die seihen wir ab. So, unser Fischfond ist schon einiges runtergekocht. Ihr seht es hier. Wir sahen reduziert und somit haben wir auch diesen kräftigeren Geschmack, den wir haben möchten. Jetzt geht es an die Fischsoße.
So, hier gibt es jetzt unseren Zander. Den tun wir jetzt würzen. So, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Nämlich jetzt wird es spannend. Schmeckt es oder schmeckt es nicht? Wie sieht es aus? Ist es uns gelungen? Ist es uns nicht gelungen? Erstmal zu unserem Produkt. Hier seht ihr, wie unser Zander kocht. Hier läuft so ganz langsam jetzt das Eiweiß raus. Und wenn man drauf drückt, seht ihr, er ist sehr weich. Und jetzt ist er glasig, sagen wir dazu. In der Mitte ist er glasig. Bedeutet für mich, allerhöchste Zeit, die restlichen Vorbereitungen zu treffen, damit alles auf dem Punkt vorne steht. Und jetzt stellt euch das mal vor, in so einer Restaurantküche. Da kommen auf einmal Hunderte von diesen Essen. Oder Hunderte nicht, aber 30, 40 Essen auf einmal. Und alles muss auf dem Punkt sein. Das wollen wir jetzt auch erreichen. Wir richten an unser Kürbisgräbes. Ja, jetzt sind wir schon gleich am Ende. Aber was nützt das beste Essen ohne einen tollen Wein dazu? Eigentlich würde man ja jetzt sagen, wir haben ein rustikales Essen. Da könnte auch ein rustikaler Wein gut dazu passen. Genauso sehe ich das auch. Man kann hier tatsächlich hingehen und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Müller-Thurgau-Flasche zum Beispiel, weil das darf auch etwas weniger Säure ruhig haben. Es kann auch ein feinherber Riesling sein, wo die Säure nicht im Vordergrund steht, sondern schön eingebunden ist, so ein Zecherwein. Also ein Trinkwein, der Spaß macht, wo man Lust drauf hat auf das zweite Glas. Das wäre meine Weinempfehlung zu diesem Essen. Schaut es euch an, kocht es zu Hause nach. Auch wenn ihr es nicht so schön vielleicht angerichtet bekommt zu Hause, wie es jetzt hier ist. Ich denke, ihr schafft das, ihr macht einen guten Job zu Hause. Überrascht eure Liebste mit einem tollen Zander mit Gräbes, ein Glas Moselwein dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Euer Markus Reis.